Lektion 1. Diskussionen zur Verkaufsprognose. Guten Morgen, Anna. Haben Sie eine Minute Zeit, um unsere neuesten Verkaufsprognosen zu besprechen? Absolut. John, was hast du? Nun, auf der Grundlage der Daten, die wir verfolgt haben, glaube ich, dass die Einführung eines neuen Produkts den Umsatz erheblich steigern wird. Oh, wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Was macht dich da so zuversichtlich? Ein paar Faktoren. Erstens sind die Vorbestellungen durch die Decke gegangen. Und die Online-Begeisterung war unglaublich positiv. Interessant. Wie wird sich das Ihrer Meinung nach in tatsächlichen Verkaufszahlen niederschlagen? Ich schätze allein im ersten Quartal einen Anstieg von mindestens 20%. Wow, das ist ein ziemlicher Sprung. Was ist Ihre Grundlage für diese Prognose? Ich habe mir die Verkaufszahlen unserer früheren Produkteinführungen angesehen und das erste Kundenfeedback war überwältigend begeistert. Das klingt vielversprechend. Haben Sie mögliche Herausforderungen oder Hindernisse berücksichtigt? Nun, es besteht immer das Risiko von Unterbrechungen der Lieferkette oder unerwartetem Wettbewerb. Aber ich bin vorsichtig optimistisch. Es ist gut, vorsichtig optimistisch zu sein. Wir müssen die Entwicklung der Situation genau beobachten. Absolut. Ich plane, dem Führungsteam nächste Woche eine vollständige Aufschlüsselung der Prognosen zu geben. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Präsentation benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ihr Beitrag ist immer von unschätzbarem Wert. Ich helfe gerne weiter. Ich freue mich darauf zu sehen, wie das neue Produkt abschneidet. Ich auch. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Lektion 2. Gesellschaftliche Veränderungen. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie sich die Einstellung der Gesellschaft zur Sexualität im Laufe der Jahre verändert hat? Weißt du, das habe ich. Es war ziemlich faszinierend, das zu beobachten. Was sind deine Gedanken dazu? Nun, ich denke, es war in vielerlei Hinsicht eine positive Entwicklung. Die Leute sind offener und akzeptierender. Absolut. Es gibt sicherlich weniger Stigmatisierung in Bezug auf verschiedene Arten von Beziehungen und Orientierungen. Einverstanden. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass es dazu geführt hat, dass einige besorgniserregende Verhaltensweisen, wie Ehebruch, sich mehr normalisiert haben. Das ist ein interessanter Punkt. Denken Sie, das ist ein fairer Kompromiss für die erhöhte Offenheit? Es ist ein komplexes Thema. Einerseits sollten die Menschen die Freiheit haben, zu lieben, wen sie lieben. Aber Untreue kann so verletzend sein. Ich verstehe, was du meinst. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen persönlichen Freiheiten und sozialer Verantwortung zu finden. Exakt. Und die Grenzen verschieben sich ständig, während sich die sozialen Normen weiterentwickeln. Es ist ein faszinierendes Thema, über das man nachdenken sollte. Auf jeden Fall. Ich frage mich, wie zukünftige Generationen auf die Veränderungen zurückblicken werden, die wir gerade erleben. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sie sowohl positive als auch negative Aspekte sehen werden, genau wie wir. Wahrscheinlich schon. Es ist ein fortwährender Dialog, mit dem sich die Gesellschaft weiterhin auseinandersetzen wird. Absolut. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt.
Da gibt es viel zu bedenken. Auf jeden Fall. Solche gesellschaftlichen Veränderungen regen immer zum Nachdenken an. Ganz gewiss. Freut mich, dass wir darüber sprechen konnten. Gibt mir viel zum Nachdenken. Lektion 3. Die Vorteile von Telearbeit. Guten Morgen, Anna. Haben Sie in letzter Zeit die Flexibilität der Telearbeit genossen? Unbedingt. Ich habe festgestellt, dass es meine Work-Life-Balance wirklich verbessert hat. Was ist mit dir? Auf jeden Fall. Ich liebe es, meinen Zeitplan anpassen und bequem von zu Hause aus arbeiten zu können. Ich auch. Es hat die Spielregeln verändert. Ich habe das Gefühl, mehr Zeit für mich und mein Privatleben zu haben. Exakt. Kein Pendeln mehr, was so viel Zeit spart. Und ich kann Pausen einlegen, wenn ich sie brauche. Genau. Ich finde auch, dass ich viel produktiver bin, ohne all die Ablenkungen eines Büros. Einverstanden. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist entscheidend. Und ich fühle mich nicht so gestresst oder ausgebrannt. Auf jeden Fall. Der reduzierte Stress ist einer der größten Vorteile für mich. Es ist unglaublich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich denke auch, dass Telearbeit insgesamt zu einer besseren Work-Life-Balance beitragen kann. Auf jeden Fall. Es gibt ihnen einfach mehr Kontrolle und Flexibilität, um ihre Zeit effektiv zu verwalten. Absolut. Ich freue mich, dass so viele Unternehmen es angenommen haben, besonders nach der Pandemie. Ich auch. Es war ein echter Wendepunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, zur alten Arbeitsweise zurückzukehren. Das Gleiche hier. Die Vorteile der Telearbeit überwiegen meiner Meinung nach bei weitem alle potenziellen Nachteile. Stimme voll und ganz zu. Es war eine so positive Veränderung für meine Produktivität und mein Wohlbefinden. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich bin wirklich dankbar, diese Gelegenheit zu haben. Lektion 4. Der Zusammenhang zwischen Boxen und Gewalt. Guten Tag, Anna. Haben Sie die neuesten Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen Boxkämpfen und Gewalt gesehen? Nein, habe ich nicht. Was sagt die Forschung? Offenbar gibt es in den Tagen nach einem großen, im Fernsehen übertragenen Boxkampf einen kleinen, aber statistisch signifikanten Anstieg der Mordraten. Wow, das ist wirklich interessant. Wissen Sie, warum diese Korrelation besteht? Die führende Theorie besagt, dass die aggressiven und gewalttätigen Themen von Boxkämpfen bei manchen Personen Nachahmerverhalten auslösen können. Das macht Sinn. Der Nervenkitzel und die Aufregung des Kampfes könnten manche Menschen dazu inspirieren, sich auf ähnliche Weise zu verhalten. Exakt. Und die Forschung zeigt, dass es sich nicht nur um Morde handelt, auch Übergriffe und andere Gewaltverbrechen nehmen tendenziell zu. Das ist besorgniserregend. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen, wie dieser Effekt gemildert werden kann? Nicht wirklich. Die Forscher sagen, es ist ein komplexes Problem ohne einfache Lösungen. Aber es ist ein wichtiger Befund, dessen man sich bewusst sein sollte. Auf jeden Fall. Es ist augenöffnend zu sehen, wie etwas, das scheinbar nichts damit zu tun hat, Gewalt in der realen Welt tatsächlich beeinflussen kann.
Ja, es ist immer faszinierend, die Zusammenhänge zwischen Medien, Unterhaltung und menschlichem Verhalten zu erforschen. Ich stimme zu. Es unterstreicht wirklich, wie wichtig es ist, sich der möglichen Auswirkungen bewusst zu sein, auch wenn sie subtil sind. Absolut. Kleine Dinge können manchmal größere Konsequenzen haben, als uns bewusst ist. Auf jeden Fall. Es ist eine gute Erinnerung daran, kritisch über die Medien nachzudenken, die wir konsumieren, und darüber, wie sie unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinflussen könnten. Gut gesagt. Diese Forschung zeigt nur, dass es immer mehr über die menschliche Psyche und soziale Dynamik zu lernen gibt. Auf jeden Fall. Es ist ein komplexes Thema, aber es ist wichtig, weiter zu studieren und zu diskutieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es gibt immer mehr zu entdecken, wenn es um die Beziehung zwischen Unterhaltung und Verhalten in der realen Welt geht. Lektion 5. Die Vor- und Nachteile einer Diät. Guten Morgen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit toll aussiehst. Folgst du einer neuen Diät oder einem neuen Ernährungsplan? Ah, danke John. Ja, ich habe tatsächlich eine kohlenhydratarme, proteinreiche Diät ausprobiert, die zu meiner Trainingsroutine passt. Interessant. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Ansatz auszuprobieren? Nun, ich habe gelesen, dass es ein effektiver Weg sein kann, Fett zu verlieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Hast du jemals mit verschiedenen Diäten experimentiert? Nicht wirklich. Ich neige dazu, mich nur darauf zu konzentrieren, viele vollwertige, nahrhafte Lebensmittel in meine Ernährung aufzunehmen. Aber ich bin neugierig, mehr über Ihre Erfahrungen mit kohlenhydratarmen Lebensmitteln zu erfahren. Es war eine Umstellung, aber ich stelle fest, dass ich im Laufe des Tages mehr Energie habe und mich zufriedener fühle. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass ich genug gesunde Fette und Proteine zu mir nehme. Das macht Sinn. Ich wette, der Verzicht auf raffinierte Kohlenhydrate und Zucker würde dazu beitragen, dass Sie sich zwischen den Mahlzeiten weniger hungrig fühlen. Genau. Und die Vielfalt der Rezepte und Essensmöglichkeiten ist wirklich überraschend vielfältig. Ich fühle mich überhaupt nicht benachteiligt. Das ist großartig. Haben Sie neben dem Abnehmen und dem Energieschub noch andere Vorteile bemerkt? Ja, tatsächlich. Meine Verdauung hat sich stark verbessert und auch meine Haut ist klarer geworden. Insgesamt war es eine wirklich positive Veränderung. Wow, das ist beeindruckend. Vielleicht sollte ich in Betracht ziehen, selbst einen kohlenhydratarmen Ansatz auszuprobieren. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der neu darin ist? Definitiv. Ich würde empfehlen, langsam anzufangen, Ihre Mahlzeiten im Voraus zu planen und einige kohlenhydratarme Snacks und Zutaten zu finden. Es erfordert ein bisschen Anpassung, aber es ist sehr machbar. Super, danke für den Rat. Ich bin fasziniert, es auszuprobieren und zu sehen, ob ich ähnliche Vorteile bemerke. Bei Interesse teile ich Ihnen gerne weitere Informationen mit. Die Wahl des richtigen Ernährungsplans kann einen so großen Unterschied machen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Das war wirklich hilfreich. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben, was die Optimierung meiner Ernährung angeht. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie sich mit kohlenhydratarmer Ernährung befassen. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank für das Gespräch. Es war toll, mehr über Ihren Ernährungsansatz zu erfahren. Lektion 6. Über die Freuden des Frühlings sprechen. Schöner Tag, nicht wahr, Anna?
Das Wetter war in letzter Zeit so angenehm. Absolut. John, ich habe diese milden Frühlingstemperaturen genossen. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass Mai und Juni normalerweise so schöne, warme Monate sind. Auf jeden Fall. Der Übergang vom Frühling zum Sommer kann so schön sein. Einverstanden. Hatten Sie in letzter Zeit die Gelegenheit, viel Zeit im Freien zu verbringen? Ja, ich habe versucht, so viel wie möglich von dem schönen Wetter aufzusaugen. Das gleiche hier. Es ist die perfekte Jahreszeit zum Wandern, Picknicks oder einfach zum Entspannen im Park. Absolut. Ich liebe es, wie die Bäume und Blumen zu dieser Jahreszeit alle blühen. Es ist so eine erfrischende Abwechslung zu den kalten, tristen Wintermonaten. Auf jeden Fall. Die lebendigen Farben und die sanfte Brise wirken so verjüngend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Haben Sie irgendwelche Lieblingsaktivitäten oder Hobbys im Frühling? Ich genieße es wirklich, lange Spaziergänge zu machen und all die natürliche Schönheit zu genießen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin auch ein großer Fan von Outdoor-Fotografie im Frühling. Oh, das ist ein wunderbares Hobby. Die Beleuchtung und die Landschaft sind so malerisch. Exakt. Es ist einfach magisch, die Essenz des Frühlings einzufangen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss so lohnend sein, diese flüchtigen Momente einzufrieren. Das ist es wirklich. Die milden Temperaturen und das blühende Laub sorgen für einige wunderschöne Aufnahmen. Das kann ich mir nur vorstellen. Der Frühling scheint das Beste aus der Natur herauszuholen, nicht wahr? Absolut. Ich freue mich schon darauf, mehr Zeit im Freien zu verbringen, da das Wetter immer wärmer wird. Lektion 7. Diskussion von Geschlechterstereotypen. Sag mal, Anna, hast du die Kontroverse um Caster Semenya verfolgt? Ja, habe ich. Es ist ein komplexes und sensibles Thema rund um das Geschlecht im Sport. Absolut. Semenya wurde oft vorgeworfen, einen unfairen Vorteil zu haben. Ich weiß, es ist eine herausfordernde Situation. Viele sehen in ihr keine echte Frau. Das ist so bedauerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend das für sie sein muss. Einverstanden. Es befasst sich mit tieferen gesellschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Geschlechternormen und Erwartungen. Auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie sie behandelt wurde, zeigt einige beunruhigende Vorurteile. Absolut. Es ist ein Fall, der wirklich ein Licht auf die Komplexität der Geschlechter wirft. Auf jeden Fall. Es gibt so viele Nuancen und Subjektivität, wenn es um die Definition von Geschlecht geht. Exakt. Es ist nicht so einfach, sich in traditionelle Kategorien von Männern und Frauen einzuordnen. Genau. Semenias Fall ist ein Beispiel dafür, wie starre Definitionen schädlich sein können. Vollkommen. Wir müssen aufgeschlossener sein und die Geschlechtervielfalt akzeptieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Jeder sollte die Freiheit haben, seine Geschlechtsidentität auszudrücken. Absolut.
Es ist nicht unsere Aufgabe, zu überwachen oder vorzuschreiben, wie sich andere identifizieren. Exakt. Solange jemand anderen nicht schadet, sollten wir respektvoll sein. Auf jeden Fall. Vielfalt sollte gefeiert und nicht diskriminiert werden. Einverstanden. Ich hoffe, Semenias Fall trägt zu positiven Veränderungen in diesem Bereich bei. Ich auch. Es ist ein komplexes Thema, aber es ist wichtig, weiter darüber zu diskutieren. Absolut. Mehr Verständnis und Empathie können einen echten Unterschied machen. Lektion 8. Planung eines erschwinglichen Strandurlaubs. Hey Anna, ich versuche einen Strandurlaub zu planen, aber ich habe ein knappes Budget. Irgendwelche Tipps? Nun, John, ich würde sagen, Sie können definitiv budgetfreundliche Optionen finden. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Strandhaus statt eines Hotels zu mieten? Das ist eine tolle Idee. Darüber hatte ich nicht wirklich nachgedacht. Haben Sie Empfehlungen für gute Mietseiten? Unbedingt. Ich habe gute Erfahrungen mit VRBO und Airbnb gemacht, um erschwingliche Strandvermietungen zu finden. Oft bekommt man ein ganzes Haus oder eine Wohnung für weniger als ein Hotel. Nett, das ist wirklich gut zu wissen. Und was ist mit Unternehmungsmöglichkeiten, irgendwelche Vorschläge für kostenlose oder günstige Aktivitäten am Strand? Definitiv. Einfach am Strand entlang laufen, schwimmen und den Meerblick genießen, alles kostenlos. Sie könnten auch erwägen, Kajaks oder Paddelbretter für einen Tag zu mieten. Oh, Kajakfahren klingt nach Spaß. Und was ist mit Essen? Irgendwelche Tipps, um beim Essen Geld zu sparen? Unbedingt. Ich würde empfehlen, die örtlichen Bauernmärkte oder Lebensmittelgeschäfte zu besuchen, um sich mit Vorräten für Picknicks und hausgemachte Mahlzeiten einzudecken. Vermeiden Sie es, zu viel auswärts zu essen. Toller Punkt. Das wird definitiv dazu beitragen, die Kosten niedrig zu halten. Gibt es noch etwas, das ich bei der Planung eines erschwinglichen Strandausflugs beachten sollte? Lass mich nachdenken. Oh, ich würde auch vorschlagen, wenn möglich, bei Ihren Reisedaten flexibel zu sein. Wochentage oder Nebensaison können niedrigere Preise bedeuten. Ah ja, das macht absolut Sinn. Flexibilität ist der Schlüssel, um bei einem Strandurlaub Geld zu sparen. Vielen Dank für all die tollen Tipps, Anna. Ich helfe gerne, John. Ich hoffe, Sie können einen fantastischen und erschwinglichen Strandurlaub planen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Auf jeden Fall weiß ich das wirklich zu schätzen. Das wird sehr hilfreich sein, wenn ich anfange, nach Optionen zu suchen. Nochmals vielen Dank. Lektion 9. Einen Einkaufsbummel planen. In Ordnung, Anna, ich muss morgen einkaufen. Hast du Lust, mich zu begleiten? Absolut, John. Ich würde gerne mitkommen. Welche Art von Einkaufen hattest du im Sinn? Nun, ich muss ein paar Haushaltsgegenstände abholen und vielleicht auch ein bisschen Kleidung einkaufen. Spielst du? Klingt gut für mich. Ich wollte schon lange 1 oder 2 neue Tops finden. Wann wolltest du in die Läden gehen? Wie wäre es, wenn wir für den frühen Nachmittag drehen? So können wir den Menschenmaßen aus dem Weg gehen. Oh, ja, gute Entscheidung. Der Nachmittag ist normalerweise weniger hektisch. Wo wolltest du anfangen?
Ich dachte, wir könnten zuerst in das große Kaufhaus in der Innenstadt gehen. Sie haben normalerweise eine gute Auswahl. Exzellente Idee. Und dann können wir uns danach vielleicht einige der Boutiquen in der Stadt ansehen? Auf jeden Fall wird uns das die Möglichkeit geben, einige einzigartige Gegenstände zu finden. Ich freue mich, das wird Spaß machen. Ich auch. Wir machen einen Tag draus. Ich werde dafür sorgen, dass ich auch bequeme Schuhe trage. Kluges Denken. Du kannst nicht den ganzen Tag auf hohen Schuhen herumlaufen. Das wird ein nettes kleines Einkaufsabenteuer. Unbedingt. Darauf freue ich mich. Wir werden ein paar tolle Sachen finden. Ich weiß es einfach. Das gleiche hier, ich kann es kaum erwarten. In Ordnung, dann machen wir einen Plan, um uns morgen Nachmittag zu treffen. Lektion 10. Dekorieren für mehr Komfort. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mein Wohnzimmer verschönern. Hast du irgendwelche Dekorationsideen? Oh, wie aufregend. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Auf was für eine Stimmung stehst du? Nun, ich möchte, dass es sich gemütlich und entspannt anfühlt, weißt du? Irgendwo, wo ich nach einem langen Tag einfach entspannen kann. Ich höre dich. In diesem Fall könnten wir vielleicht ein paar weiche Texturen und warmes Licht einbauen. Das klingt wunderbar. Was genau hattest du im Sinn? Nun, Plüschdecken und Kissen wären toll. Und einige Tischlampen mit dimmbaren Glühlampen. Oh, das klingt wirklich einladend. Mir gefällt die Idee, es super bequem zu machen. Genau. Und vielleicht auch ein paar Pflanzen oder frische Blumen, um die Dinge zu beleben. Oh, ja. Eine schöne grüne Pflanze wäre der perfekte letzte Schliff. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, kuschelige Teppiche zu tragen, um den Raum zu verankern und ihn noch gemütlicher wirken zu lassen. Guter Punkt. Viele Schichten und Texturen sorgen für ein gemütliches Ambiente. Unbedingt. Es geht darum, dass sich der Raum warm und einladend anfühlt. Ich stelle es mir gerade vor und es klingt so entspannend. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich auch nicht. Wir verwandeln das Wohnzimmer in Ihre eigene kleine Oase. Ich zähle auf dich, Anna. Mit deiner Hilfe wird es fantastisch aussehen. Lektion 11. Über gemeinnützige Arbeit sprechen. Hallo Anna, hast du von der großartigen Arbeit gehört, die Ärzte ohne Grenzen in letzter Zeit geleistet hat? Ja, habe ich. Sie sind wirklich eine tolle Organisation. Was genau haben Sie gemacht? Nun, nach dem, was ich gelesen habe, haben sie sich sehr lautstark dafür ausgesprochen, Unternehmen und andere, die Leid verursachen, herauszufordern. Oh, das ist so wichtig. Sie haben keine Angst davor, sich gegen die großen Spieler zu behaupten und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Exakt. Sie scheinen kein Problem damit zu haben, die für Probleme verantwortlichen Personen und Organisationen zu kritisieren. Ich bewundere wirklich Ihren Mut und Ihr Engagement, etwas zu bewegen, auch wenn das bedeutet, einige Federn aufzuwirbeln. Auf jeden Fall. Sie bieten nicht nur medizinische Versorgung an, sondern nutzen ihre Plattform auch, um Veränderungen voranzutreiben.
Das ist es, was sie auszeichnet. Sie behandeln nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen. Absolut. Und die Tatsache, dass Sie eine unabhängige Organisation sind, bedeutet, dass Sie frei sprechen können. Absolut. Sie müssen sich keine Gedanken über Firmenpatenschaften oder politische Agenden machen. Richtig, Sie können sich ausschließlich auf Ihre Mission konzentrieren, den Bedürftigsten auf der ganzen Welt zu helfen. Das respektiere ich wirklich. Sie stellen wirklich das Wohlbefinden der Menschen an die erste Stelle, unabhängig von den Konsequenzen. Ich auch. Es ist inspirierend, eine Organisation mit einem solchen Maß an Integrität und Engagement zu sehen. Ganz gewiss. Sie geben ein Beispiel, das alle Wohltätigkeitsorganisationen und humanitären Gruppen anstreben sollten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ärzte ohne Grenzen leistet unglaubliche, wirkungsvolle Arbeit. Lektion 12. Probleme am Beintag. Guten Morgen, Anna. Heute fürchte ich mich vor dem Beintag im Fitnessstudio. Oh nein, warum ist das so? Ich dachte, du hast dein Beintraining genossen. Normalerweise tue ich das, aber meine Beine tun in letzter Zeit so weh. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Was für Übungen hast du gemacht? Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, Sie wissen schon, die üblichen Beintagsverdächtigen. Autsch, das sind eine Menge schwerer Bewegungen. Kein Wunder, dass deine Beine das spüren. Ja, und ich glaube, ich habe es letztes Mal ein bisschen übertrieben. Nun, vielleicht kannst du es durcheinander bringen und dich heute mehr auf einige Übungen mit geringerer Wirkung konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Irgendwelche Vorschläge, was ich stattdessen tun könnte? Wie wäre es mit ein paar Step-Ups oder Wadenheben? Die sind etwas schonender für die Gelenke. Oh ja, das Wadenheben klingt gut. Ich kann das Brennen in meinen Waden wirklich spüren. Genau. Und sie sind eine großartige Möglichkeit, deine Beine zu treffen, ohne zu viel Aufprall zu haben. Das ist wahr. Und vielleicht füge ich auch ein bisschen Radfahren hinzu, um das Blut in Wallung zu bringen. Perfekt. Radfahren ist eine schöne Option mit geringen Auswirkungen, um ihr Krafttraining zu ergänzen. Super, danke für den Rat, Anna. Mir geht es jetzt etwas besser mit dem Beintag. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Höre einfach auf deinen Körper und drück nicht zu hart, okay? Das werde ich tun. Du musst dich um meine alten Beine kümmern, hm? Haha, genau. Behandle sie gut und sie werden dich weiter stärken. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, Zeit ins Fitnessstudio zu gehen. Wünsche mir Glück. Lektion 13. Auffrischen der Sommergarderobe. Hey Anna, ich denke darüber nach, mir für den Sommer ein paar neue Shorts zuzulegen. Irgendwelche Empfehlungen? Oh, das ist eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn du welche aus feuchtigkeitsableitendem Stoff probierst? Feuchtigkeitsableitend? Worum geht es da überhaupt? Es ist ein spezielles Material, das hilft, Schweiß von ihrer Haut wegzuleiten und sie trockener und komfortabler zu halten. Ah, ich verstehe. Das klingt perfekt für das heiße Wetter. Wo finde ich solche Shorts?
Sie finden sie in den meisten Sportbekleidungs- oder Outdoor-Geschäften. Marken wie Nike, Adidas und Columbia haben oft gute Optionen. Toll, die muss ich mir ansehen. Auf welche anderen Funktionen sollte ich bei Sommershorts achten? HMM, leichte und atmungsaktive Stoffe sind der Schlüssel. Suchen Sie vielleicht nach einigen mit Netzeinsätzen oder Perforationen für zusätzliche Luftzirkulation. Oh, Perforationen, das ist eine gute Entscheidung. Ich muss cool und luftig bleiben, weißt du? Genau. Und vergessen Sie nicht, auch die Länge der Innennaht zu berücksichtigen. Manche Leute bevorzugen im Sommer kürzere Shorts. Guter Punkt. Ich neige dazu, die längere 7 Zoll Innennaht zu wählen, aber vielleicht probiere ich dieses Jahr etwas Kürzeres aus. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein paar verschiedene Längen auszuprobieren, um zu sehen, in welcher Sie sich am wohlsten fühlen. Ganz gewiss. Das macht mich aufgeregt, neue Ausrüstung für warmes Wetter einzukaufen. Ich freue mich, dass ich dir ein paar hilfreiche Tipps geben konnte. Denke einfach daran, Dinge anzuprobieren und zu sehen, was sich am besten anfühlt und aussieht. Werde ich machen. Danke, Anna. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, um in die Läden zu gehen. Kein Problem. Lass es mich wissen, wenn du wirklich tolle Optionen findest. Ich würde mich freuen, davon zu hören. Absolut. Ich werde Ihnen auf jeden Fall den Überblick geben. In Ordnung. Zeit für ein bisschen Kleiderschrankensuche. Lektion 14. Erkundung der irischen Geschichte. Hey Anna, ich war in letzter Zeit wirklich daran interessiert, mehr über die Geschichte zwischen England und Irland zu erfahren. Hast du irgendeinen Einblick in das? Absolut. John, die Beziehung zwischen Engländern und Iren hat eine lange und komplexe Geschichte. Ja, ich habe gehört, dass es im Laufe der Jahre etwas umstritten war. Kannst du mir einen kurzen Überblick geben? Sicher. Seit dem 12. Jahrhundert gibt es eine englische Präsenz in Irland, was zu einem wachsenden Konflikt zwischen den beiden Gruppen führte. Ich verstehe. Was waren einige der wichtigsten Ereignisse oder Probleme, die diesen Konflikt ausgelöst haben? Nun, es gab religiöse und kulturelle Unterschiede sowie Streitigkeiten über Landbesitz und politische Kontrolle. Ich kann mir vorstellen, dass das zu einer Menge Spannungen und Feindseligkeit zwischen den beiden Seiten geführt hat. Absolut. Im 16. und 17. Jahrhundert, während der Eroberung Irlands durch die Tudor, spitzten sich die Dinge wirklich zu. Ah ja, darüber habe ich gelesen. Es war eine ziemlich brutale Zeit, nicht wahr? Leider ja. Die Engländer versuchten, ihre Kontrolle und Kultur durchzusetzen, was zu vielen Unruhen und Widerstand der Iren führte. Das muss eine wirklich schwierige Zeit für die Menschen in Irland gewesen sein. Wie hat das die zukünftige Beziehung geprägt? Es entstanden tiefe Spaltungen, die jahrhundertelang weiter brodelten. Der Konflikt blieb eine Hauptquelle für Spannungen zwischen den beiden Ländern. Wow, es ist erstaunlich, wie die Echos dieser Geschichte heute noch nachhallen. Es ist ein wirklich faszinierendes Thema. Auf jeden Fall. Die englisch-irischen Beziehungen sind ein komplexer und vielschichtiger Teil der Geschichte, mit dem sich immer noch auseinandergesetzt wird. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir diesen Überblick gegeben haben. Es hilft mir wirklich, den Kontext und die Tiefe der damit verbundenen Probleme zu verstehen.
Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Es ist ein Thema, das es wert ist, sich eingehender mit diesem Thema zu befassen, wenn Sie interessiert sind. Natürlich denke ich, dass ich noch etwas mehr darüber recherchieren muss. Es gibt eindeutig noch viel mehr zu lernen. Absolut. Die Geschichte zwischen England und Irland ist reich und nuanciert. Es gibt immer mehr zu entdecken. Nun, danke für die Einführung. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses faszinierende Kapitel der Geschichte einzutauchen. Lektion 15. Bekämpfung von Belästigung am Arbeitsplatz. Guten Morgen, Anna. Ich wollte etwas von dir erzählen, das mich auf der Arbeit gestört hat. Natürlich. John, was ist los? Ich höre gerne zu. Nun, ich habe mich in der Nähe eines meiner Kollegen etwas unwohl gefühlt. Ich glaube, sie haben mich belästigt. Oh nein, es tut mir so leid, das zu hören. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was passiert ist? Sie haben unangemessene Kommentare und Gesten gemacht, bei denen ich mich wirklich unwohl fühle. Es schafft ein feindliches Arbeitsumfeld. Das ist völlig inakzeptabel. Belästigung am Arbeitsplatz ist niemals in Ordnung. Haben Sie dies Ihrem Manager oder Ihrer Personalabteilung gemeldet? Noch nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das angehen soll. Ich will keinen Ärger machen, aber es geht mir wirklich auf die Nerven. Ich weiß, dass es sich unangenehm anfühlen kann, aber du musst lauter sprechen. Belästigung muss zu Ihrem eigenen Wohlbefinden angegangen werden und um zu verhindern, dass sie andauert. Du hast recht. Ich mache mir nur Sorgen über mögliche Gegenreaktionen oder Vergeltungsmaßnahmen, wenn ich eine formelle Beschwerde einreiche. Ich verstehe die Bedenken, aber Ihr Unternehmen sollte über Richtlinien verfügen, um Sie zu schützen. Die Priorität muss darin bestehen, die Belästigung zu bekämpfen. Okay. Hast du irgendwelche Ratschläge, wie ich das melden sollte? Nun, zuerst würde ich alle spezifischen Vorfälle mit Datum, Uhrzeit und Details dokumentieren. Das wird Ihnen helfen, Ihren Fall zu untermauern. Gute Entscheidung. Ich fange an, Aufzeichnungen zu führen. Was sollte ich sonst tun? Vereinbaren Sie dann ein Treffen mit Ihrem Manager oder Personalvertreter. Erklären Sie die Situation ruhig und professionell. Betonen Sie, dass Sie möchten, dass das Verhalten aufhört. Okay, das klingt nicht allzu entmutigend. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir das erklärt hast, Anna. Natürlich. John, ich weiß, es ist eine schwierige Situation, aber du musst für dich selbst eintreten. Ihr Arbeitsplatz sollte eine sichere, belästigungsfreie Umgebung bieten. Du hast absolut recht. Ich werde meine Unterlagen zusammenstellen und das Treffen vereinbaren. Wünsche mir Glück. Viel Glück, John. Ich bin für Sie da, falls Sie unterwegs weitere Unterstützung oder Beratung benötigen. Du hast das. Danke, Anna. Ich weiß das wirklich zu schätzen. In Ordnung, Zeit, das direkt in den Griff zu bekommen. Lektion 16. Personalisierte Wohndekoration. Jo, Anna, du musst dir diese tolle Wohndekoration ansehen, die ich gerade bekommen habe. Oh, was hast du gefunden? Ich bin immer auf der Suche nach Unikaten. Dieser Wandbehang, den ich mitgenommen habe, ist, als hätte ich mein eigenes kleines Kunstwerk direkt zu Hause. Oh, erzähl mir mehr. Ich liebe es, wenn Sie diese besonderen,
personalisierten Artikel finden können. Nun, es ist dieses wirklich coole abstrakte Stück mit diesen kräftigen, lebendigen Farben. Klingt herrlich. Wo hast du etwas so Einzigartiges gefunden? Ich bin auf dieses kleine Geschäft in der Innenstadt gestoßen, das die tollsten handgefertigten Sachen anbietet. Lokale Handwerker zu unterstützen ist das Beste. Ich wette, das Stück gibt wirklich ein Statement ab. Auf jeden Fall ist es die perfekte Ergänzung zu meinem Wohnzimmer. Bindet wirklich den ganzen Raum zusammen. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Du musst mir ein Foto schicken, damit ich dieses Meisterwerk sehen kann. Auf jeden Fall, ich schicke es dir später. Du wirst so eifersüchtig sein. Haha, ich bin mir sicher, dass ich das werde. Das Einkaufen von Wohnaccessoires ist eines meiner Lieblingshobbys. Ich weiß, deswegen muss ich es dir zeigen. Du wirst es zu schätzen wissen, wie besonders es ist. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Danke fürs Teilen, John. Klingt nach einem tollen Fund. Sicher, ich bin wirklich begeistert davon. Zu Hause fühlt sich jetzt ein bisschen persönlicher an. Ich wette. In Ordnung, lass es mich wissen, wenn du das Bild schickst. Ich freue mich auf deinen neuen Schatz. Ich werde es tun. Bis bald mit dir. Das ist erst der Anfang meiner Heimdekorationsreise. Lektion 17. Buchung eines Konferenzraums. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine kurze Frage an dich. Klar, John, was ist los? Das Team und ich müssen heute einen Konferenzraum für unser großes Meeting buchen. Oh, perfekt. Wir haben ein paar verfügbar. Welche Zeit funktioniert für euch alle am besten? Wir hatten gehofft, den im zweiten Stock nutzen zu können, falls er kostenlos ist. Lass mich den Zeitplan überprüfen. Ah ja, das Zimmer im zweiten Stock ist den ganzen Nachmittag geöffnet. Toll, genau das brauchen wir. Kannst du weitermachen und das für uns buchen? Absolut, ich werde das einschließen. Welches Zeitfenster eignet sich am besten für Ihr Meeting? Wir planen 14 bis 16 Uhr, falls das Zimmer dann verfügbar ist. Perfekt, ich reserviere den Konferenzraum im zweiten Stock von 14 Uhr bis 14 Uhr für Ihr Team. Du bist eine Lebensretterin, Anna. Dieses Treffen ist eine ziemlich große Sache für uns. Gar kein Problem, ich helfe Ihnen gerne bei der Einrichtung. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, das sollte reichen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich für uns darum gekümmert haben. Natürlich bin ich dafür da. Sag mir einfach Bescheid, wenn sich etwas ändert. Werde ich machen, danke nochmal. Wir sehen uns später. Lektion 18. Ein Vorschlag für eine Poolparty. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit versucht, schwimmen zu gehen, um dich abzukühlen? Diese Hitze war brutal. Hallo John. Tatsächlich bin ich heute Morgen gerade zum Pool gegangen. Es war so erfrischend. Oh nett, das klingt wunderbar. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr geschwommen. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen hingehen? Das ist eine tolle Idee.
Ich würde gerne einen Pooltag mit dir verbringen. Wir könnten ein Picknick einpacken und einen ganzen Ausflug daraus machen. Oh, ein Poolparty-Picknick. Ich bin begeistert. Wann könntest du gehen? Ich habe dieses Wochenende ziemlich geöffnet. Lass mich in meinem Kalender nachschauen. Ich habe am Samstagnachmittag frei, wenn das für dich funktioniert. Samstag ist es dann. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu genießen und im Wasser zu planschen. Ich auch nicht. Es wird so viel Spaß machen. Wir können an unserer Bräune arbeiten und ein paar lustige Poolspiele ausprobieren. Fantastisch. Bis dahin muss ich mir auf jeden Fall einen neuen Badeanzug kaufen. Ich kann nicht in meiner alten, schäbigen Hose auftauchen. Haha, gute Entscheidung. Da muss ich auch meinen Lieblingsbadeanzug rauskramen. Ich muss süß aussehen für unseren Pooltag, oder? Unbedingt. Wir müssen das am besten gekleidete Duo am Pool sein. Das wird ein Knaller. Einverstanden. Ich bin so aufgeregt. Das wird der perfekte Weg sein, um dieser Sommerhitze zu trotzen. Wunderbar. Ich notiere es mir und fange an, das Menü für unser Picknick zu planen. Das wird episch. Ich kann es kaum erwarten. Dann ist es ein Date. Das wird so ein lustiger Tag. Das hast du richtig verstanden. Diese Poolparty wird mit Sicherheit der Höhepunkt meines Sommers sein. Lektion 19. Perfektes Verpacken. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie wir für unsere bevorstehende Reise leicht packen können? Exzellente Frage, John. Einer meiner Top-Tipps ist, nur das mitzubringen, was Sie tatsächlich verwenden, wie Ihr Telefon und wichtige Dinge. Ah, das macht Sinn. Ich neige dazu, für alle Fälle zu viel zu packen, aber das belastet mich wahrscheinlich nur. Genau. Halten Sie sich am besten an das Nötigste. Vielleicht machst du vorher eine Liste mit den Must-Have-Artikeln. Gute Idee. Gibt es noch andere Packtipps, die ich beachten sollte? Rollen Sie Ihre Kleidung auf jeden Fall zusammen, anstatt sie zu falten. Das spart eine Menge Platz in Ihrem Koffer. Oh, davon habe ich gehört, es aber nie ausprobiert. Definitiv einen Versuch wert. Es wirkt wirklich Wunder. Und versuche, vielseitige Stücke auszuwählen, die du kombinieren kannst. Fantastischer Rat. Ich muss bei meinen Outfits strategisch vorgehen, um meine Möglichkeiten zu maximieren. Absolut. Und vergessen Sie nicht, Platz für Souvenirs oder Schmuckstücke zu lassen, die Sie unterwegs mitnehmen könnten. Oh, das ist ein großartiger Punkt. Ich komme immer mit mehr zurück, als ich übrig habe. Haha, es ist schwer, all den coolen Sachen zu widerstehen, wenn du auf Reisen bist. Achte nur auf deinen Kofferraum. Das werde ich tun. Das ist super hilfreich, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser auf das Packen vorbereitet. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte. Leichtes Packen erfordert ein bisschen Übung, aber es lohnt sich. Einverstanden. Kein Herumschleppen eines riesigen Koffers mehr für mich. Diese Reise wird ein Kinderspiel sein. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du den minimalistischen Packansatz hinkriegst. Ich kann unser Abenteuer kaum erwarten.
Ich auch nicht. Das wird die bisher beste Reise, ich kann es einfach spüren. Lektion 20. Aufenthalt am Meer. Guten Morgen, Anna. Nach unserer Paella in Valencia, wo sollten wir deiner Meinung nach als nächstes hingehen? Exzellente Frage, John. Ich dachte, wir könnten an die Küste fahren und den Strand ein bisschen genießen. Oh, ein Abenteuer am Meer klingt absolut perfekt. Haben Sie irgendwelche besonderen Strandstädte im Sinn? Nun, ich habe gehört, dass Alicante absolut wunderschön ist, mit wunderschönen Sandstränden und einer schönen Promenade. Alicante, hm? Das klingt wunderbar. Nach all den Erkundungen der Stadt sehne ich mich nach etwas Sonne und Surfen. Definitiv. Und wir können an unserer Bräune arbeiten, während wir Sangria trinken. Klingt das nicht göttlich? Das tut es auf jeden Fall. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Vielleicht finden wir sogar ein süßes kleines Fischrestaurant und essen frisch gefangene Mahlzeit. Frische Meeresfrüchte am Meer? Zähl mich rein. Ich werde hungrig, wenn ich mir das nur vorstelle. Ich auch. Und wir können die Altstadt erkunden, das Schloss besichtigen, vielleicht sogar ein bisschen einkaufen. Klingt nach der perfekten Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Ich bin so froh, dass wir beschlossen haben, das fortzusetzen. Unbedingt. Es wird die perfekte Art sein, sich nach all dem Trubel in Valencia zu entspannen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Alicante ist es, ich kann es kaum erwarten, die spanische Küstenatmosphäre zu genießen. Ich auch nicht. Das wird der Höhepunkt unserer Reise sein. Ich weiß es einfach. Ich habe das Gefühl, dass du recht hast. Das wird ein absoluter Knaller. Ich bin so aufgeregt. Machen wir das Beste aus unserer Zeit am wunderschönen blauen Wasser. Darauf kannst du wetten. Zeit, an unseren besten Strandposen zu arbeiten.